Hello and good morning, our friends. Hallo und guten Morgen, unsere Freunde. I hope you are loving what we are learning through this chapter. Ich hoffe, ihr mögt, was wir durch dieses Kapitel lernen. For as the branch severed from the vine will not bear fruit, in verse 4 Jesus told us. Denn so wie eine vom Weinstock abgetrennte Rebe keine Frucht bringen wird, sagt Jesus in Vers 4, So your life will be fruitless unless you live your life intimately joined to me. wird auch euer Leben unfruchtbar sein, wenn ihr es nicht intim und eng vereint mit mir lebt. And we've talked about this. Darüber haben wir gesprochen. But look at this. Aber schau, The moment Jesus says, so your life will be fruitless unless you live in intimacy with me. in dem Moment, als Jesus sagte, dein Leben wird also ohne Frucht sein, wenn du nicht in Intimität mit mir lebst, That automatically means intimacy brings fruitfulness. heißt es automatisch, dass Intimität Frucht bringt. So don't stress and try to be fruitful. Live intimately. Aber stresse dich nicht und versuche nicht fruchtbar zu sein, sondern lebe innig mit ihm. Verse 5. Vers 5. I am the sprouting vine and you are my branches. Ich bin der sprießende Weinstock und ihr seid meine Reben. As you live in union with me as your source, Wenn ihr in Einheit mit mir als eure Quelle lebt, fruitfulness will stream from within you. wird Fruchtbarkeit aus euch herausströmen. But when you live separated from me, you are powerless. Aber wenn ihr getrennt von mir lebt, seid ihr kraftlos. The New King James Version says, without me you can do nothing. Andere Übersetzungen sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Here the Passion says, separated from me you are powerless. It's the same thing. Hier in der Passion steht, wenn ihr getrennt von mir lebt, seid ihr kraftlos. But look, Aber schau, when I read this, my heart gets very excited. wenn ich das lese, ist mein Herz begeistert. You know, first of all, we are the branches of the sprouting vine, of the living organic vine. Erstens sind wir die Reben des sprießenden, lebendigen, organischen Weinstocks. And then this is what he said. Dann sagt er, As you live in union with me as your source, wenn ihr in Einheit mit mir als eurer Quelle lebt we have a promise, a guarantee. und gibt uns das Versprechen, die Garantie, And that is that fruitfulness will stream from within us. dass dann Fruchtbarkeit aus uns herausströmen wird. Doesn't that immediately remind you of John chapter 7? Erinnert dich das nicht sofort an Johannes, Kapitel 7, When Jesus shouted at the last day of the feast, als Jesus am letzten Tag des Festes rief, If any one of you is thirsty, come and drink. wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. And what does he say afterwards? Was sagt er danach? He said, out from within him, from his innermost being, Er sagt, aus seinem tiefsten Inneren will flow rivers of living water. werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. I love that the fruitfulness is coming from within us. Ich liebe es, dass die Fruchtbarkeit aus unserem Inneren herauskommt. So look, the only thing you have to learn to do is live in intimacy with him. Das Einzige, was du lernen musst, ist, in Intimität mit ihm zu leben. You know, it's so sad that religion is always trying to get everything from the outside, externally. Es ist so traurig, dass Religion immer alles von außen und äußerlich bekommen will, When in reality, the true Christian life and fruitfulness is always internal. obwohl in Wirklichkeit wahres christliches Leben und Fruchtbarkeit innerlich ist. You know, once we understand to live internally, Sobald wir lernen, im Innern zu leben, out of us naturally and normally bubbles the life of Christ. wird das Leben Jesu ganz natürlich und selbstverständlich aus uns heraussprudeln. You see, if Jesus becomes your source, he is in you. Wenn Jesus deine Quelle wird, ist er in dir. So fruitfulness doesn't come from working hard, from trying to be a good Christian, from trying to learn to prophesy. Fruchtbarkeit kommt also nicht vom hart arbeiten, vom Versuchen, ein guter Christ zu sein, vom Versuch, prophetisch zu reden. It's just like the Spirit of God and the living water bubbling out from within you. Es ist einfach wie der Heilige Geist, wie lebendiges Wasser aus dir heraussprudelt. We Christians
Christians, we really have to learn to live so much more from our hearts. Wir Christen müssen lernen, viel mehr aus unserem Herzen herauszuleben. It is such a strange concept Es ist ein seltsames Konzept, that we are always trying to find the source of everything we need externally. immer zu versuchen, die Quelle für alles, was wir brauchen, im Außen zu finden. You know, we need a miracle and we try to get something externally. Wenn wir ein Wunder brauchen, versuchen wir, äußerlich etwas zu bekommen. We need direction from God, and instead of quieting our heart and listening internally, Wir brauchen Führung von Gott und anstatt unser Herz zur Ruhe zu bringen und innerlich zu hören, we run to a prophet externally and try to get him to give us direction. laufen wir zu einem Propheten und versuchen äußerlich Richtungsweisung zu erhalten. Listen, my friend, your fruitfulness is an internal thing, it's not an external thing. Hör zu, mein Freund, deine Fruchtbarkeit ist etwas Inneres und nichts Äußeres. But this can only happen if you live intimately connected with him and make him your source for everything. Aber das kommt nur zustande, wenn du innig mit ihm verbunden lebst und ihn zur Quelle von allem machst. Jesus says, unless we live like this, we are powerless. Jesus sagt, wenn wir nicht so leben, sind wir kraftlos. I've said it many times. Ich habe schon oft gesagt, I love the quote John 15 verse 5 together in one sentence with Philippians 4:13. dass ich sehr gern Johannes 15,5 zusammen mit Philippe 4,13 zitiere. Jesus, unless I live in life union with you, I'm powerless. Jesus, wenn ich nicht in einer lebendigen Einheit mit dir lebe, bin ich kraftlos. But according to Philippians 4:13, I can do everything through Christ. Aber gemäß Philippe 4,13 vermag ich alles durch Christus. So without life union with him, where he's my source of everything, powerless. Also ohne Lebensvereinigung mit ihm, in der er meine Quelle ist, bin ich kraftlos. With life union with him, all powerful. Aber in lebendiger Vereinigung mit ihm vermag ich alles. With no more limitations. Ohne jegliche Begrenzungen. So remember, Also denk daran. where is the source? Wo ist die Quelle? Him. In ihm. Do you know, we have to stop confusing source and channel. Wir müssen aufhören, Quelle und Kanal zu verwechseln. If God uses me to bring healing to your body, I am the channel, I'm not the source. Wenn Gott mich gebraucht, um deinem Körper Heilung zu bringen, dann bin ich der Kanal und nicht die Quelle. The source is always He. Die Quelle ist immer er. And if we could only learn to make Him our life source, our wisdom, our strength, our everything, Wenn wir lernen würden, ihn zu unserer Lebensquelle zu machen, unsere Weisheit, Stärke und allem, by very simple appropriating faith, durch einfachen nehmenden Glauben, we would always experience a fruitful life. dann würden wir immer ein fruchtbares Leben führen. Let me give you a little warning here. Lass mich dir eine kleine Warnung geben. There is an amazing danger Es gibt eine unglaubliche Gefahr, that when we live in life source connection with Him wenn wir mit ihm als Lebensquelle verbunden leben and we see really great fruitfulness, und wirklich große Fruchtbarkeit erleben, that we give in to the temptation of the carnal nature, dass wir der Versuchung der sündhaften Natur erliegen, that this fruitfulness has anything to do with us. dass diese Fruchtbarkeit irgendetwas mit uns zu tun hat. If we do that, we will be in trouble. Wenn wir das tun, sind wir in Schwierigkeiten. Because now we think, hey, I can make it happen. Denn jetzt denken wir, dass wir es bewirken können. And then we will fail. Und dann werden wir versagen. You know why? Weißt du warum? Because it's not because of you, it's in spite of you. Weil es nicht wegen dir ist, sondern es ist trotz dir. And that's a beautiful thought. Das ist ein schöner Gedanke. See you tomorrow. Bis morgen.